Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich riesig, dass du hierher gekommen bist oder hierher gefunden hast. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Immer wenn ich meine Augen schließe, und das tue ich immer wieder, dann nehme ich den Kontakt auf mit meinem Anteil, der unsterblich ist. Das ist mein Anastasia-Anteil. Weil ich hier an Informationen komme, die aus dem Feld kommen, wo wir nicht getrennt sind, aus dem Quantenfeld. Überall, an jeder Stelle sind Kräfte aktiv, die dich mit aller Macht nach außen ziehen wollen, in die Ereignisse im Außen. Und es geht darum, zu erkennen, es geht nicht darum, damit zu gehen. Es ist sehr intensiv im Moment. Ganz viel passiert im sogenannten Außen. Ganz viel will dich in die Angst hineinbekommen. Ganz viel will dich fesseln und bannen in Ereignisse um dich herum. Und in dem Moment, wo wir dort hineingehen und uns fangen lassen von den Ereignissen, die im Außen sind, verlassen wir unsere Kraft. Anders gesagt, in dem Moment, wo wir mehr und mehr in der Lage sind, das Außen außen sein zu lassen, aber in uns den Anker finden für das, was wir wollen, die Verantwortung für unser Fühlen, für unser Denken, für unser Handeln in unserem Alltag, im Augenblick, treten wir ganz einfach aus einer alten in eine neue Welt, aus der dritten in die fünfte Dimension. Und wenn wir dann in der Lage sind, nicht nur aus dem Außen und der Abhängigkeit an die Ereignisse, die um uns herum passieren, da aussteigen, sondern sozusagen auch noch anfangen, mit unserem eigentlichen Wesen in Kontakt zu treten und über unser Herz dem zu folgen, was wir wissen, dann shiften wir aus einer schwierigen, mühseligen, extrem anforderungsreichen Welt in eine wunderschöne, friedliche, getragene und reiche, füllige Welt in uns. Der gesamte Prozess, um den es geht, ist Reinigung. Reinigung von einem Verstand und von Erinnerungen, die dich immer wieder ins Außen ziehen und damit aus deiner Kraft, aus dem bewussten Erschaffen von dem, was du wirklich willst. 2016, als ich schwer an Rheuma erkrankte,
habe ich angefangen, wirklich von innen mich zu reinigen von all dem, was ich nicht haben will. Und dabei habe ich mich restlos von innen von dieser schweren Krankheit geheilt. Und danach ging das immer weiter. Und heute ist es so, dass immer noch viele Reinigungen da sind, um dieses ganze System mehr und mehr wirklich vollkommen zu entlassen. Aber mein Leben blüht in einer Schönheit, wie ich mir das hätte nie erträumen können. Bevor wir nach Asien gegangen sind, kamen wir auch an einen sehr, sehr heftigen Tiefpunkt. Unsere Tochter starb bzw. verunglückte und es hieß, unser ganzes Modeunternehmen loszulassen, alles loszulassen im Anschluss, aufzuhören damit, mit einem Herzensbusiness, was wir aufgebaut haben, mein Mann und ich, und mit einem One-Way-Ticket nach Asien aufzubrechen. Und dieser Moment auch von solcher Heftigkeit ist auf der anderen Seite die größte Blessing, der größte Segen, der in unserem Leben passiert ist. Es geht immer Hand in Hand, wenn wir an Punkten sind, die sehr tief sind, ist das Licht direkt daneben. Es ist nur eine Frage, ob ich es sehen kann. Was wir beide tief verstanden haben, mit dem Leichnam vor unserer Nase, war, keiner von uns verlässt diesen Planeten lebendig. Wir alle kommen irgendwann an den Punkt, wo wir unseren Körper loslassen. Es gibt nichts mitzunehmen. Und wir haben gesehen, warum festhalten an irgendetwas? Jetzt ist es Zeit, frei zu leben und wirklich unserem Herzen zu folgen. Und das war so tief und ein so klares Erlebnis und wir haben sofort danach angefangen zu handeln. Niemals waren wir davor auf die Idee gekommen, jetzt wirklich dieses Ganze, alles, was wir aufgebaut haben, mit so viel Mühe und Akribik und Liebe, einfach loszulassen. Aber eigentlich war es schon klar in mir, es war vorbei und ich hatte auch schon das Neue gestartet. Ich hatte meinen ersten Online-Kurs einen Monat vor dem Tod von unserer Tochter gestartet. Und wir sind gegangen und haben wirklich diesen Shift gemacht, auf das, was von innen kommt, zu vertrauen und zu gehen, kühn zu gehen. Und wir haben so viel, wie wir verkaufen konnten, verkauft und sind mit einem One-Way-Ticket nach Asien ins Unbekannte aufgebrochen. Natürlich hörte ich ganz genau, wohin und an welchen Ort und zu welchem Platz. Und dort sind wir heute noch und der ist so perfekt. Und in dem Moment, wo wir diese Lebens, wie sagt man, Lesson, Life Lesson, diese ähm, Lehrstunde, nein, das klingt doof in Deutsch, ja, wo wir das angenommen haben, hat sich unser Leben in einen unvorstellbaren Segen gewandelt. Wir kommen im Bewusstsein irgendwann an einen Punkt, der ein Nullpunkt darstellt, wo die Fragestellung ist, wirklich
loszulassen und wirklich anzufangen, dem in uns zu vertrauen, was den Weg kennt. Und das ist unser Herz. Es ist nicht auszudenken, was da passiert. Wenn wir dem Verstand folgen, und das ist das, wie wir in unserer Gesellschaft geschult werden von Anfang an, wir folgen der Angst. Wir folgen dem Vermeiden von Fehlern, ja, und wir kommen nicht vorwärts. Wir sind in einer Situation gefangen, die uns nicht gefällt, die wir nicht haben wollen, und wir können dort nicht raus. Weil an jeder Stelle hat der Verstand irgendwelche Gründe und fiktive Grenzen um dieses Gefängnis. Es sind alles Lügen. Aber wie viele stehen umkringelt und umkreist von Wänden aus Angst? Wenn du ein Leben außerhalb der Angst, wenn du ein Leben der Erfüllung, wenn du ein Leben der Begeisterung, wenn du ein Leben auf höchstem Niveau leben willst, dann geht das ausschließlich nur, wenn du deinem Herzen folgst. Weil wir können es uns im Verstand gar nicht ausdenken, was wir wirklich haben wollen. Unser Herz weiß es. Und es geht nicht anders, wenn wir einen Crack, einen Bruch aus dieser Matrix machen wollen und aussteigen wollen, müssen wir durch die Angst. Der Verstand ist immer dagegen, was das Herz will. Und es geht aber darum, dem Herzen zu folgen und diesem zu vertrauen und stärker werden zu lassen. Das ist eine so große Manipulation, die durch den Verstand passiert, wodurch wir in einem so geringen, kleinen Umfeld hausen, nicht können, kein Geld haben, nicht das realisieren können, was wir wirklich eigentlich von Herzen realisieren wollen, weil wir diesem Gartenzaun, dieser Schnur ohne Strom, ja, vertrauen, dass die sicher ist, wir nicht ausbrechen können. Dabei ist unser Herz verbunden mit unserem unsterblichen Wesen. Unsere normale Bewegungsart ohne Körper ist, was wir hier nennen, aus dem Herzen bewegen. Wir wissen selbstverständlich uns absolut sicher über unsere Intuition zu bewegen. Absolut unmissverständlich. In jedem einzelnen Moment. Wir können gar nicht aus. Das ist ein Strom, der, egal wie stark der Verstand ist, trotz allem dich führt und der, wenn du an wirklich existenziell schwierigen Punkten bist, dich dorthin führt, damit du entscheidende Schritte lernen kannst, etwas loszulassen, was dich restlos befreit. Es ist unglaublich, wenn man diesem Strom viele Jahre folgt, wie ich das tue mit meinem Mann, der von innen kommt und der angeschlossen ist. Es ist eine Welt von unvorstellbaren Wundern, weil alles zusammenpasst. Ich habe ja viele Videos gemacht zu diesem Thema, zum Beispiel, wie wir hier von Asien nach Europa geflogen sind, mitten in der C-Zeit 2020, wo wir zwar 40 Stunden gebraucht haben, die aber sehr gemütlich waren und wo wir fast die einzigen Menschen waren, die überhaupt gereist sind, wo wir also den Flieger für uns alleine hatten, mehrere Flieger, wo wir die Flughäfen für uns für alleine hatten und wo wir so viele Erfahrungen machen konnten, wie zum Beispiel
was immer alles nicht geht und nicht funktioniert über den Verstand, ja, oder nein, der Flieger ist gecancelt und wo wir von innen gehört haben, der ist aber nicht gecancelt, wir müssen nur warten, der wird fliegen und der fliegt. Und wir kommen ans Ziel ohne Probleme, auch wenn es äußerlich und über den Verstand ständig heißt, es geht gar nicht. Und es geht alles. Wir kommen sogar wieder zurück nach Asien, wo absolut heißt, kein Mensch kann da wieder zurück, kein Mensch kann da wieder in dieses Land rein. Ja. Und wir kommen dort wieder ins Land rein, keiner kann es glauben. Und ganz viele, viele Erfahrungen, die ich habe machen können, von Dingen, die nicht gehen, ja, über den Verstand und über Außen und die wunderbar gehen, wenn ich der Führung von innen folge. Die ganz einfach gehen, die ganz unkompliziert gehen. Aber für den Verstand unmöglich. Jetzt stell dir vor, die meisten Menschen leben noch in diesem Korsett, in diesem Prison, in diesem Gefängnis vom Verstand und folgen der Angst, folgen den Nachrichten und Medien von angstvollen Geschichten und können sich noch weniger bewegen und noch weniger bewegen und noch weniger bewegen, weil die Angst immer noch größer und noch größer und größer wird, weil das Gesetz ist, was ich fokussiere, wächst. Wenn du das jetzt hier hörst, dann stehst du an diesem Punkt. Und es ist für dich gerade entscheidend, jetzt das zu erkennen und den Schritt zu machen, worauf es ankommt, frei zu werden. Nämlich da auszusteigen. Weißt du, es ist lächerlich. Die Angst ist eine Fata Morgana in diesem Feld. Verstehst du, das sind ein paar, die fühlen sich heftig an, weil wir das sonst nicht so gewohnt sind. Das sind Ereignisse im Körper, das ist Schwitzen, Zittern, fühlt sich ganz wahnsinnig echt und heftig und furchtbar an. Und dann bleibst du da drin stehen, beobachtest diese Situation wie ein Forscher und dann schwupp ist diese Angst verschwunden. Und dann tust du das, was du von innen hörst. Dann kommt vielleicht wieder die Angst und stellst du dich wieder rein, bis nichts mehr kommt und folgst diesem Inneren, was du wirklich willst. Und je mehr du das tust, umso leichter wird das. Und du sprengst die Wände des Gefängnisses, du sprengst die Einengungen, die dich dein Leben lang vielleicht klein gehalten haben. Du sprengst eine Matrix der Schwierigkeiten und Probleme. Du sprengst eine Weltsituation, die irgendwie bedrohlich ist. Du sprengst alles, was bisher dich weggehalten hat, deine Fülle, deine Fröhlichkeit, deine Leichtigkeit, deine Freude, deine Begeisterung, dein volles Sein und Potenzial zu leben. Hey, es ist Fake im Verstand, der dich klein hält, der dich einem Job nachrennen lässt, den du gar nicht machen möchtest, der dich auf Survival-Modus, also auf Überlebensmodus hält. Hey, wo stehst du? Das ist wie beim Pferd. Das Pferd hat wahnsinnige Kräfte. Du mach dir mal den kleinen feinen Zaun drumherum mit so ein bisschen Strom dran. Das denkt, es ist niemals in der Lage, da rauszukommen. Dabei, wenn es von seinen Kräften irgendeine Ahnung hätte, dann würde es Puff machen und der ganze Strom wäre im Jordan und das Pferd frei. Dasselbe ist, wie wir hier leben. Die allermeisten Menschen. Wie viele Menschen rennen diesen Medien und diesen Angstgeschichten, die einem da vorgegaukelt werden, wie eine Karotte,
dem Pferd nach. Und die Kräfte, die das zu nützen wissen, haben diese Menschen in der Hand und lassen dir auch noch zu allem Überfluss das erschaffen, weil sie das nicht können, was sie haben wollen, nämlich irgendwelche Dramen. Am 10. Februar startet ein neuer Kurs „Löse die Matrix aller Schwierigkeiten auf“. Informationen hier unten drunter. Auf Spendenbasis wie immer. Es kann ja nicht sein, dass wir mit einem gigantischen Potenzial, mit einem gigantischen Wissen, mit einem gigantischen Können im Überlebensmodus gehalten werden. Ich frage dich mal, wo stehst du wirklich? Wie viel Angst hast du konkret vor der Zukunft, dass du deine nächsten Rechnungen nicht zahlen kannst und sonst irgendetwas? Weil du irgendwo gehört hast, was auch immer passieren könnte. Das ist ein fiktiver Käfig mit Gummistäben. Du kannst sie auseinanderbiegen und sofort frei fliegen. Dein Verstand bildet diesen Käfig und lässt sich diesen Weg gehen. Der Schmerzen, der Mühsal, der Dramen, der Traumatas, dass du nachts nicht schlafen kannst, weil du nicht weißt, wie du deine Sachen machen sollst. Natürlich habe ich zum Beispiel sehr, sehr viele Techniken, wie ich in der Lage bin, die Dinge, die da in mir gespeichert sind, so und so festsitzen im Verstand, wie ich die auflösen kann. Wie kann ich solche Ängste auflösen? Ja, dass ich wirklich frei werde. Aber im Grunde genommen sind das Energien, Erinnerungsenergien, die kommen aus meinen eigenen Erfahrungen, die kommen aus den Erfahrungen meiner Ahnen, die sitzen schon in meinem Körper drin, die kommen auch aus den Erfahrungen vom Kollektiv. Aber das sind Energien, die kann ich entlassen. Was passiert? Sie verschwinden aus meinem Feld und ich werde freier. Und natürlich muss ich das an sämtlichen Bereichen machen, wo überall der Verstand so kräftig da sitzt, dass er also sozusagen mir wirklich vorgaukelt, diese Wand kannst du nicht durchbrechen. Und wenn ich dich jetzt frage konkret, wie viele Wände hast du, wo du wirklich sicher weißt, die kannst du nicht durchbrechen? Das geht nicht. Ja, okay, da gibt es Energien, die müssen entlassen werden in deinem System. Und flupp, geht diese Wand auf. Und das andere ist, Meditation ist dafür da, dass also man tiefer sinkt, in die Ruhe kommt, ja, und sozusagen nicht diesem Verstand ständig folgt und der Angst folgt. Dass man die Verantwortung nach Hause holt und dass man den Spieß umdreht, ja, und erschafft, anstatt zu folgen. Wo ich da rausbreche und wo ich mir die Mühe mache, da frei zu werden, werde ich unvorstellbar beschenkt, geführt in Leichtigkeit und ich kann mich in meiner allerunglaublichsten Schönheit, Freiheit entfalten auf jedem einzelnen Gebiet in meinem Leben, weil die Gefängniswände alle weggeschmelzen und weggeschmolzen sind, die ausschließlich in unserem Kopf vorhanden sind. Es ist richtig Zeit, in deine Kraft zu kommen. Es ist richtig Zeit zu erkennen, okay, wenn es schwieriger und schwieriger und schwieriger wird, es wird immer schwieriger und immer noch schwieriger und nur immer noch schwieriger, bis du endlich Stopp sagst. So wie es in Hawaii ist. Das Ur-Hawaiianische ist im Leben
erfahren wir nur Blessings and Learnings, Segnungen und Lernen. Weil jede noch so unfassbare Schwierigkeit ist die Sprache deines eigenen vollkommenen Wesens, liebes, wunderbares Rollenwesen. Denn wir spielen nur eine Rolle hier. Bitte erkenne, es ist deine Aufgabe, hier zu erkennen, dass alles in dir veränderbar ist. Ja, du hast mich verstanden. Ich habe eine Phase gehabt, ich habe wirklich alles aufgesucht, wovor ich Angst hatte. Ich war nicht der Typ, der jetzt Bungee Jumping oder sowas aufgesucht hat, sondern also alles, was sozusagen auf die Bühne gehen, vor Leuten reden, das war ich absolut abscheulich oder lauter solche Sachen oder mich mit Menschen konfrontieren, wo es ganz, ganz schwierig war. Und wirklich das gespielt und geübt und ja, also lauter Sachen eine Zeit lang, immer wieder neue Sachen zu machen, die ich noch nie gemacht habe, die also immer so Herzklopfen hervorgerufen haben und so weiter, um da auszubrechen, um da frei zu werden, um mit der Angst umzugehen, um die loszulassen. Die Angst ist absolut zu entlassen, auf egal was dir erzählt wird. Absolut, absolut, absolut. Denn es ist Number One Lock. Also das ist der Ja, das ist Number One, um dich in diesem fiktiven Gefängnis festzusetzen. Der Schlüssel liegt da. Du kannst ihn nehmen, aufschließen und rauswandern. Du musst es nur tun. Ja. Wenn du spürst, dieses Video gefällt dir und ist wertvoll, gebe es anderen Menschen weiter, dass die diese Schritte machen können. Ich freue mich über deinen Daumen hoch und ich freue mich sehr über deine Kommentare unten drunter und ich freue mich auch von dir zu lesen, wo du herkommst. Es ist absolut entscheidend, jetzt zu erkennen, es ist dein inneres, weises, waches Wesen, was dich an gegebenenfalls sehr fordernde Punkte im Leben führt. Es liegt an dir, wie schwer die Situation in deinem Leben werden muss, bis du in der Lage bist, zu shiften. Wie willst du diesen Wandel in die Freiheit machen, ohne diese Unterstützung deines inneren Wesens, dich wirklich an solche End- und Tiefpunkte zu führen? Ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal. Ich spüre dich und ich finde das einfach unglaublich, dass wir uns immer wieder hier zusammen treffen. Es ist ganz unglaublich wertvoll für mich, dass du so treu immer wieder herkommst. Ich danke dir von ganzem tiefem Herzen dafür. Es ist einfach wunderschön. Danke. Bis zum nächsten Mal. Hm?